Du brauchst ein fettes Metalbrett für deinen Song? Kein Problem. Nach dem Intro zeige ich dir, wie es bei mir klappt. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Behind the Tracks. Ich bin Jonas vom Recording Blog, freue mich, dass du eingeschaltet hast und heute soll es mal um ein fettes Metalbrett gehen. Der gute Zero Flash hat gefragt, falls du es noch nicht gemacht hast, ich wäre für ein fettes Metalbrett-Tutorial und dein Wunsch ist mir natürlich Befehl und ich habe mal ein Pattern vorbereitet, habe einen Song vorbereitet hier in Logic und das hören wir uns mal kurz an, das ist der Stand der Dinge. Wie ihr hören könnt, es geht schon ziemlich zur Sache. Wir haben zwei Gitarren links und rechts fett schon aufgerissen mit einem ordentlichen Metal-Sound, ein Bass, ein Schlagzeug und eigentlich sollte das ja schon reichen, um ein fettes Metalbrett zu machen. Aber es gibt 3 Faktoren, die beim Metalbrett ganz, ganz wichtig sind. Und das ist Doppeln, Soundauswahl und eine kleine Spezialzutat. Und die zeige ich euch jetzt gleich und im Anschluss zeige ich dann noch einen kleinen Tipp, wie man im Refrain noch ein kleines bisschen Puderzucker oben drauf geben kann und das Metalbrett noch brettiger machen kann. Aber zuerst zu unserem Status Quo. Wir haben ja hier die 3 Standardzutaten haben wir hier schon vorbereitet. Ich habe hier 2 Gitarren, die ich links und rechts eingespielt habe und habe auch den richtigen Sound schon dafür ausgewählt. Den Triple Rectifier habe ich dafür ausgesucht. Ich habe an meinem Kemper Profiling Amp mir einen Sound besorgt, der dem Rectifier entspricht. Der Rectifier ist ja der klassische Metal Amp, der wird hauptsächlich von den Kollegen von Rammstein, aber von vielen anderen Metal-Größen auch benutzt. Ich hoffe, dass Rammstein überhaupt Metal ist. Ich kenne mich so in den verschiedenen Unterkategorien vom Metal nicht ganz so gut aus, aber ich denke, das sollte schon passen. Also die Kollegen von Rammstein spielen hauptsächlich Rectifier. Und die klingen solo gespielt, klingen die beiden Kollegen erstmal so. Na, klingt schon ziemlich metalig, zumindest nach ziemlich harter Rockmusik. Aber das Wichtigste, die zweite Zutat, ist Doppeln. Ich habe schon mal gedoppelt, links und rechts sind ja 2 Gitarren, aber beim Metal kann man quasi nicht genug doppeln. Und deswegen habe ich mir einen weiteren Gitarrensound rausgesucht und die Gitarren einfach nochmal eingespielt, sodass ich insgesamt 4 Gitarren habe. Und zu diesem Zweck habe ich mir aus dem Kemper mal einen Bogner rausgesucht. Bogner ist eigentlich auch ein Metal-Amp, der sehr gerne genutzt wird von der Metal-Gemeinde. Und die beiden Amps haben sich jetzt hier sehr, sehr gut ergänzt und das ist die zweite Spezialzutat, nämlich die Soundauswahl. Wenn man Sounds nimmt und Gitarren doppelt, sollte man gucken, dass die beiden Sounds sich sehr, sehr gut ergänzen und der Bogner klingt im Moment so. Weniger verzerrt und in einem völlig anderen Frequenzspektrum unterwegs als der Rectifier. Ich kann sie mal gegeneinander laufen lassen. Wir nehmen einmal nur den Recti. Und hier ist der Bogner. Und der Bogner ist nicht ganz so verzerrt, das hat einen ganz, ganz guten Grund, weil der Rectifier schon so verzerrt ist und die Verzerrungen sich ergänzen in so einem Metalbrett, habe ich gedacht, nehme ich einen Sound, der ein bisschen weniger verzerrt ist und der dadurch weniger Schmatzen vorne im Anschlag mitbringt und insgesamt den Ton ein bisschen mehr unterstützt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite vom Rectifier das Schmatzen mit wenig Anschlag und auf der anderen Seite haben wir den Bogner, der den Ton mitliefert und auch im unteren Frequenzbereich ein kleines bisschen mehr abliefert. Und ergänzt zusammen klingen die beiden so. Ich schalte mal erst nur den Rectifier ein und dann ergänze ich den Bogner. Yes, jetzt ist es richtig fett. Beide Amps sind natürlich nach links und rechts außen jeweils gepannt. Das heißt, wir haben links außen und rechts außen jeweils 2 verschiedene Gitarren, die zwar das gleiche spielen, aber im Prinzip durch die verschiedenen Amps unterschiedlich klingen und sich sauber ergänzen. Und dadurch klingt das Ganze jetzt schon ordentlich mit Band so. Und
Und da kam die Spezialzutat dazu. Denn wenn wir ein fettes Metalbrett haben wollen, dann denken wir, dass es richtig Pfund untenrum haben muss. Und das kann man, wenn man bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzt, sehr gut machen. Man nimmt den Amp einfach, dreht untenrum richtig Pfund rein. Dann lässt es sich so richtig gut gehen mit dem Sound. Aber das kann man weder im Recording-Studio noch auf der Bühne machen. Denn für Pfund sind da zwei andere Kollegen zuständig. Bassdrum vom Schlagzeuger und vor allem der Bass. Und der Bass-Sound ist die wichtigste Zutat, die man im Prinzip beim fetten Metal-Brett noch brauchen kann. Und zwar sollte man nicht einfach irgendeinen Bass nehmen, sondern der Bass muss im Prinzip auch ähnlich bearbeitet sein wie die Metal-Gitarren. Das heißt, er darf insgesamt ein kleines bisschen griffiger sein. Und ich habe das hier bei meinem Sound auch mal gemacht. Ich habe einen Rickenbacker-Bass benutzt, den eingespielt. Und der klingt alleine so. Im besten Sinne griffig. Der Sound ist angezerrt obenrum. Ich habe dafür das Guitar Rig genommen. Man kann aber auch jedes andere Plugin dazu nehmen, was so ein bisschen so ein Bassamp nachbildet oder was so ein bisschen Verzerrung reinbringen kann. Und habe hier den Drive schon richtig fett reingedreht und auch die Höhen nicht zu sehr beschnitten, damit er auch auf kleineren Speakern gut zu hören ist. Und der Bass soll die Gitarren ja ergänzen. Das heißt, er deckt den unteren Frequenzbereich ab und ich habe die Gitarren hier mit dem Equalizer abgeschnitten. Unterhalb 80 Hertz. Ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen höher gehen können, aber das muss man mal ausprobieren, wie sich die beiden so ergänzen, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Auf jeden Fall im unteren Frequenzbereich haben Gitarren nichts zu suchen, dafür sind Bass und Bassdrum da. Und wenn die beiden dann zusammenlaufen, also ich habe noch verschiedene andere Plugins drauf, die machen aber im Prinzip nichts Großartiges. Das ist ein Kompressor, der den Bass nur ein kleines bisschen zusammenstaucht, sobald die Bassdrum spielt. Dadurch ist ein bisschen mehr Platz für die Bassdrum. Dann habe ich hier noch einen Equalizer reingeladen. Der Equalizer shaped das Ganze so ein bisschen, nimmt untenrum auch so ab 63 Hertz alles raus und macht hier noch ein bisschen Platz bei 400 Hertz. Das ist so der Bereich, wo die Gitarren ziemlich gut Platz gebrauchen können. Und hier im oberen Bereich, so bei 2,5 Kilohertz, haben wir noch mal eine leichte Anhebung, damit er ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Höhen kriegt, die sich dann auch auf kleinen Speakern durchsetzen. Aber das war die Bearbeitung vom Bass und zusammen mit Schlagzeug klingt es dann so. Und so ergänzen sich Bass, Schlagzeug und vor allem die vielen gedoppelten Gitarren zu einer ziemlich fetten Wall of Sound, kann man schon fast sagen. Und wenn es nochmal richtig fett werden soll, dann darf der Bass eben nicht wie in diesem Fall hier Achtel pumpen, sondern dann muss auch er nochmal doppeln. Und da ist das Stichwort wieder doppeln, doppeln, doppeln ist das Wichtigste beim Metalbrett. Und hier im Refrain habe ich dann mal den Bass auch noch die Linie doppeln lassen, die Gitarren spielt. Und das klingt dann so. Und da wird es richtig fett, da drückt es dann schon richtig aus den Boxen raus. Und genau das ist es ja, was wir beim fetten Metalbrett haben wollen. So, das war der Hauptteil. Kommen wir zum kleinen Sondertipp, der im Refrain noch ein kleines bisschen mehr Puderzucker oben drauf machen kann. Und ich habe es ja schon gesagt, Doppeln ist im Prinzip das Wichtigste. Und wenn ihr meine anderen Tutorials gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich auch immer wieder predige, dass man sich auch in anderen Lagen bewegen soll. Und zu diesem Zweck habe ich jetzt hier, um im Refrain nochmal richtig einen drauf zu packen, noch 2 Gitarren eingespielt. Ich habe also wieder gedoppelt. Ich habe die beiden Amps genommen, die ich gerade schon hatte. Einmal den Bogner und einmal den Rectifier. Und habe die jetzt aber dieses Mal hier in die Mitte gelegt. Nochmal 2 Gitarren dazu gespielt. Und die klingen solo so. Ne? Die spielen im Prinzip das Gleiche, was ich auf den anderen Gitarren und mit dem Bass auch spiele, nur eben eine Oktave höher. Und dann drehe ich die schön dazu, lasse die in der Mitte und ergänze die noch ein kleines bisschen, die anderen Gitarren. Und dann kriegt das nochmal richtig, ja, Puderzucker nenne ich das immer, Glanz obendrauf. Oder es wird noch sahniger, kann man auch sagen. Der ganze Sound gewinnt insgesamt nochmal und setzt sich vor allem von dem Strophenteil vorher ab. Dadurch kriegt man nochmal so einen kleinen Lift und das ganze Ding geht nochmal ein bisschen mehr ab. Ja, das Ganze zusammen klingt dann so. Warte mal, den Solo ausmachen und dann können wir mal hier aus der Strophe raus und dann, ja, ich mache sie mal erst aus und ergänze sie dann können wir mal hören, wie es dann funktioniert, ne?
und da wird's richtig groß, richtig fett und knallt volle Pulle. So, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du noch weitere Fragen haben solltest, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare und mit einem Abonnement bleibst du auf dem Laufenden und erfährst auch, wie es nächste Woche weitergeht. Kannst dich auch auf meiner Seite recordingblog.com in den Newsletter eintragen. Da gibt's die Infos auch nochmal zwischendurch. Manchmal gibt's auch Gewinnspiele oder sonstiges. Das gebe ich da immer als erstes bekannt. Würde mich freuen, wenn du mal Lust hast reinzugucken. Auch da steht alles nochmal, was ich jetzt gerade erzählt habe, in etwas ausführlicher Form und zum Nachlesen vor allem. Auch die ganzen anderen Tutorials nochmal. So, ich wünsche dir die beste Woche, vor allem die beste Osterwoche, die du haben kannst. Vielleicht hast du frei und genießt die ganze Zeit mit deiner Familie. Oder du verbringst die Zeit im Studio und nutzt mal die freie Zeit, um richtig geile Musik zu machen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut und Yassou.